Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 22. April 2025. Papst Franziskus ist gestorben. Papst Franziskus ist heute Morgen im Alter von 88 Jahren in Rom gestorben. Das hat der Vatikan bestätigt. Er war seit längerer Zeit schwer krank, hat aber bis zuletzt an Gottesdiensten teilgenommen. Franziskus wurde 1936 in Argentinien geboren und war seit 2013 Papst. Als erster aus Südamerika. Viele Menschen schätzten ihn für seine Bescheidenheit und seine Botschaften über Frieden und Gerechtigkeit. Jetzt beginnt im Vatikan eine 9-tägige Trauerzeit. Danach wählen die Kardinäle einen neuen Papst. Franziskus wird in der Kirche Santa Maria Maggiore beerdigt, einem Ort, der ihm besonders wichtig war. Harvard verklagt US-Regierung wegen gekürzter Fördergelder. Die Harvard-Universität hat die US-Regierung verklagt. Der Grund? Die Regierung von Donald Trump will Harvard 2,2 Milliarden Dollar streichen. Offiziell geht es um Proteste auf dem Campus. Harvard sagt aber, die Regierung will Einfluss auf die Uni nehmen. Das verletze die Meinungsfreiheit. Die Universität will, dass das Geld weiter gezahlt wird. Die Türkei verbietet geplante Kaiserschnitte in Privatkliniken. In der Türkei dürfen Privatkliniken keine geplanten Kaiserschnitte mehr machen, außer in Notfällen. Das hat das Gesundheitsministerium entschieden. Die Regierung will damit normale Geburten fördern und das Bevölkerungswachstum steigern. Präsident Erdogan hat das Jahr 2025 zum Jahr der Familie erklärt. Viele Menschen kritisieren das Verbot. Auch die türkische Ärztekammer ist dagegen. Sie sagt, die Regierung macht Druck auf Frauen. Am Wochenende hat das Gesundheitsministerium für Diskussionen gesorgt. Bei einem Fußballspiel haben die Spieler ein Plakat mit der Aufschrift getragen: Natürliche Geburt ist natürlich. Damit wollte die Regierung ihre Kampagne unterstützen. Doch viele Menschen kritisieren die Aktion. Tom Kaulitz spricht über das Leben mit Heidi Klum. Tom Kaulitz ist seit 2019 mit Heidi Klum verheiratet. Die beiden leben zusammen mit Heidis 4 Kindern in einer Villa in Hollywood. Tom ist also Stiefvater. In seinem Podcast erzählt Tom, dass er streng ist, wenn die Kinder einen Freund nach Hause bringen. Dann stellt er viele Fragen. Zum Beispiel: Was machst du beruflich? Oder wie lange kennst du mein Kind? So will er die Person besser kennenlernen. Manchmal wirkt er dabei nicht sehr freundlich. Auch über Schwiegerväter spricht er. Er findet, dass viele Schwiegerväter oft grummelig sind. Tom sagt aber auch: Ich bin manchmal selbst so. Scania kauft Batteriefirma von Northvolt. Die VW-Tochter Scania übernimmt eine Batteriefirma vom schwedischen Hersteller Northvolt. Die Firma ist pleite. Scania kauft die Sparte, die Batterien in Polen produziert.
Northvolt hat viele Schulden und Probleme. Scania will die Batterieproduktion jetzt weiterführen. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen.